Hi zusammen, willkommen auf dem Natur- und Fototechnik-Kanal Amazing Nature Alpha. Mein Name ist Michael und ihr habt pünktlich reingeklickt zum längst überfälligen Sigma 50 mm f1.4 DGDN, was jetzt für Sony E-Mount und L-Mount herausgekommen ist. Und in diesem Video rede ich über die Stärken und die Schwächen aus meiner Sicht von diesem Objektiv und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Vorneweg noch ein Wort zur Transparenz. Das ist keine Werbung im klassischen Sinn, denn ich nenne Vor- und Nachteile, also handelt es sich hierbei eher um einen Test im redaktionellen Sinne und es fließt kein Geld und das Objektiv geht danach sofort wieder auf den Postweg zu Sigma. Okay, wie viele 50 mm Objektive gibt es denn eigentlich für den Sony E-Mount? Für den L-Mount natürlich etwas weniger, aber für den Sony E-Mount gibt es schon einige. Wir haben momentan so um die 16 bis 17 50er. Das könnt ihr gerne mal bei mir auf der Homepage nachschauen. Da habe ich eine Sony E-Mount Objektivliste, wo ihr alle Objektive für den Sony E-Mount findet, APS-C und Vollformat getrennt. Und da haben wir 16 oder 17 Objektive, genauso wie beim 35er. Die beiden Brennweiten sind so die beliebtesten Brennweiten der Kunden, aber auch der Hersteller. Und so war es längst überfällig, dass endlich eine DGDN-Version von Sigma kommt mit einer Offenblende von f1.4. Und wir schauen uns zuerst ganz kurz im Galoppverfahren heute mal die äußeren Feature an, denn ein Art-Objektiv, also die höchste Güte von Sigma, habe ich euch ja schon x-mal vorgestellt. Da brauchen wir jetzt nicht mehr so lange drüber nachdenken. Also hier vorne Gegenlichtblende, schön mit einem Druckknopf, höchste Ausstattung, geriffelt, gummiert. Ganz tolle Sache, innen natürlich die Lichtbrechungskanten schön drin. Auf der Rückseite ist das Objektiv gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet, sowie auch die übrige gesamte Konstruktion hinten sauber mattiert, so wie man das halt von Sigma auch in der Art-Serie gewohnt ist. An der Seite befindet sich eine Taste, eine belegbare Taste, einen AF-MF-Umschalter, hier dieses schöne verchromte Art-Logo und auf der Seite haben wir noch eine Rastschaltung, wo wir den Blendenring stoppen können, entweder auf der Auto-Position oder dann eben hier auf dem mittleren Bereich und ihr hört, dieser Blendenring ist eben mit einer schönen Kugelraste gelagert und den können wir auch deklicken, was die Filmer ganz besonders freut. Kommen wir zu den inneren Werten. Wir haben hier eine sehr aufwendige Konstruktion. Ein 50er ist ja eigentlich ein Objektiv, das sehr easy zu konstruieren ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Dementsprechend schockiert mich das so ein bisschen, dass Sigma hier so viel Glas verbaut hat. Also was ja positiv ist, ja, schockiert im positiven Sinne. Denn wir haben hier 14 Elemente in 11 Gruppen. Das ist für ein 50er echt viel. Also ich kann mich noch an die alten Minolta erinnern, die hatten vielleicht 6 bis 7 Linsen. Ja, jetzt haben wir hier schon 14 in 11 Gruppen. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, was Sigma da gebastelt hat. Außerdem haben wir hier für hoffentlich ein schönes Bouquet 11 gerundete Blendenlamellen. Also sehr hochwertig, nicht nur 9, was ja schon ziemlich schön ist und schön rund ist. Früher hat man immer gesagt, ja, wow, 9 Blendenlamellen für rundes Bouquet. Jetzt sind wir hier schon so standardmäßig bei 11 in der Art-Serie. Die Blende vom Objektiv ist verstellbar zwischen einer 1.4 natürlich, Offenblende, zu einer Blende 16. Und erstmalig zieht hier der neue HLA Autofokus in eine Art Linse ein, denn wir haben das letztens schon vorgestellt bei dem 60-600 in der Sports-Serie. Der HLA-Autofokus von Sigma verspricht jetzt noch schneller und noch leiser zu sein. Wie das geht, weiß ich nicht, weil der letzte war ja auch schon ziemlich leise, ja. Aber er ist auf jeden Fall agiler und HLA, das habe ich mir hier aufgeschrieben, heißt High Response Linear Actuator. Weil merken kann man sich das definitiv nicht. Also es geht im Grunde hier einfach um einen verbesserten Autofokus-Antrieb, den hier Sigma verbaut. Die Naheinstellgrenze von diesem Objektiv sind 45 cm. Also haben wir so ein 1:6,8 Makro. Ja, also definitiv kein Makro. Die Naheinstellgrenze reicht vielleicht um hier bei einem Strauß Blumen so, da bin ich mal so nah wie möglich rangegangen. Da seht ihr in etwa was ihr damit dann erreicht. Aber es ist definitiv kein Makroobjektiv. Sigma verspricht hier auch besonders wenig Komma. Das interessiert die Sternenfotografen. 50 ist zwar jetzt nicht die klassische Sternenbrennweite, aber ich habe das ja auch schon hin und wieder gemacht. Ich blende es mal hier ein, dass ich hier mal einfach mit unserem Makroobjektiv hier die Milchstraße mitgetrackt habe. Das hat immer so den Nachteil, dass es später dann ausschaut wie ein Standbild, obwohl es eine Timelapse ist, weil einfach der Ausschnitt der Milchstraße zu klein ist und die Bewegung eben dann fehlt, wenn wir sie eben mitverfolgen. Aber sowas kann ich mir halt auch sehr gut
mit einem Sigma 50 mm vorstellen, zumal 50 ist ja kein 100er. Da kriegen wir natürlich noch mehr Landschaft mit in den Vordergrund, also nicht so ganz dämlich mit dem Koma. Und somit verspricht Sigma uns hier besonders runde Sterne. Und überhaupt soll die Bildqualität bei diesem Objektiv weit höher liegen als bei der bisherigen Art-Serie, die für die DSLR-Varianten eben gebaut wurde. So, das wären erstmal die harten Fakten. Reden wir noch kurz über den Preis. Sigma ruft hier einen UVP von 949 € auf. Und da habe ich so am Anfang so ein bisschen geschluckt und dachte mir, für die psychologische Grenze wären vielleicht 899 ganz schön gewesen. Aber da war ich ein bisschen falsch gelegen, weil ich habe dann mal nachgeschaut, dass das aktuelle Sony 50 mm f1.4 von Zeiss kostet, also eine Partnerschaft mit Zeiss. Und da will Sony halt wirklich noch einen UVP von 1499 €. Und dieses 50er ist schon längst nicht mehr das Beste. Ja? Und vorneweg schon mal ein Spoiler. Dieses Objektiv halte ich definitiv für besser. Ich habe es jetzt nicht direkt verglichen, aber ich habe mit dem Zeiss 50-1.4 auch schon fotografiert und da ist das Sigma nochmal eine ganz andere Hausnummer und das halt einfach für 550 UVP weniger. Natürlich, das Zeiss könnt ihr auch für 1300 kaufen, wenn ihr gut seid. Sony hat noch ein weiteres 50er und zwar das ganz neue f1.2 G-Master. Da müsst ihr dann aber 2300 € hinlegen und somit finde ich es dann doch nicht so unklug und Sigma muss sich hier nicht unter Wert verkaufen. Also 950 finde ich hier dann schon sehr vorbildlich. Sony bringt zwar auch demnächst ein 50-1.4, da war jetzt Sigma diesmal schneller, meistens ist es andersrum, dann habe ich immer das bedauert und gesagt, Mensch, Sigma muss halt echt mal ein bisschen vorpreschen mit ihren Konstruktionen. Beim 50er hat es diesmal geklappt, das Objektiv kommt noch früher als das von Sony. Und wenn wir den Preis vom jetzigen Sony 50-1.4 Zeiss, das ist ja schon uralt, anschauen mit 1500 UVP, dann habe ich keine Hoffnung, dass wir das Sony G-Master 50-1.4 unter 1400 € erleben werden. Ja, dementsprechend sind 950 € für einen 50-1.4 der Art-Serie eine wirkliche Kampfansage. Hut ab. Als ich dieses Objektiv zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich natürlich es mir nicht nehmen lassen, mein allererstes Foto mit einer f1.4 zu fotografieren. Und was ich da gesehen habe, als ich auf Wiedergabe gegangen bin und in die Lupe meiner Kamera, das hat mich schier angesprungen. Ich habe meinen Kollegen, der dabei war, nur erstaunt mit weit aufgerissenen Augen angesehen und habe ihm das Bild gezeigt und das war wirklich krass, ja. Bei einer f1.4 hat das Objektiv im Zentrum, hier bei 200% könnt ihr das sehen, eine unfassbare Schärfe, bei der man immer zuerst denkt, das kann gar nicht schärfer gehen, ja. Und da muss ich sagen, okay, Sigma Art Objektiv, ich glaube, da habe ich noch nie ein unscharfes gesehen, aber das ist schon echt richtig heftig, ja. Also hier bei 200%, hier bei 100%, da seht ihr sogar die Rillen hier bei diesem Geier in der Pupille. Zu Hause mal gleich ein kleines Stillleben fotografiert, hier ein Sträußchen Blumen und ihr seht auch hier, wenn wir jetzt zuerst über die Schärfe reden, da brauchen wir nicht weiterreden. Hier auch mit einer f1.4, da wollen wir es natürlich schon wissen, aber ich zeige euch auch gleich noch abgeblendete Fotos. Hier noch ein Porträt von einem Gorilla, 1.4 die Blende. Das spricht für sich, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr darüber verlieren. Die Schärfe in den Ecken schauen wir uns natürlich gleich auch noch an, aber da muss ich immer so ein bisschen relativieren, weil bei einem 50-1.4 interessiert mich persönlich die Schärfe in den Ecken nur sekundär. Wie scharf sie ist, sehen wir gleich, aber ihr müsst immer bedenken, bei einem Porträt, es interessiert uns halt, ihr seht es ja hier bei dem Gorilla, die Eckenschärfe ist hier sowas von wurscht. Ja? Also da müsst ihr hier so ein bisschen immer, das habe ich euch ja auch schon gesagt. Das interessiert nur die Hobbyfotografen, die Berufsfotografen. Interessiert das vielleicht nur, wenn ich jetzt immer Architektur fotografiere, gerade Wände und da muss natürlich die Schärfe in den Ecken dann auch da sein. Und aber wer fotografiert das schon mit einer 1.4, da blenden wir eh alle ab bei Architektur. Also die Diskussion ist eh ein bisschen seltsam. So, dann hier nochmal, um euch Schärfe und aber auch gleich Bokeh so ein bisschen so anzuteasern. Das Bokeh ist hier links wunderschön weich. Das ist die Rückleuchte eines Mähdreschers übrigens. Und hier seht ihr schon bei der feinen Ätzung in der Stahlform für das Kunststoffteil hier, was hier für eine feine Struktur eben vorhanden ist. Und da brauchen wir uns definitiv keine Sorgen machen. Das Objektiv ist brutal scharf. Extrem scharf wird es natürlich, wenn wir dann auf eine f4
abblenden. Ihr seht hier den Ausschnitt von dem Jaguar-Motor, der in so einem Mähdrescher verbaut ist übrigens, wer es noch nicht wusste. Und ihr seht hier bei 100%, das sucht seinesgleichen. Die Schärfe nimmt bei F4 nochmal deutlich zu, auch wenn wir das gar nicht glauben können. Wie gesagt, wie ich das Auge von dem Geier gesehen habe bei 1.4 im Kameradisplay, habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig. Also das ist schon wirklich krass. Schärfentechnisch brauchen wir uns hier, denke ich, nichts vormachen. Hier nochmal eine 1.4. Hier seht ihr auch, wie wir kreativ spielen können mit der Schärfe. Und da seht ihr auch schon so ein bisschen, wie sich das Bokeh entfaltet und hier auf eine F16 abgeblendet. F16 ist ja auf keinen Fall mehr die schärfste Blende von so einem Objektiv. Da haben wir deutlich Beugungsunschärfe schon drin. Trotzdem ist das eine krasse Sache. Hier seht ihr aber übrigens auch deutlich chromatische Aberrationen in den Seilen, die jetzt hier rauskorrigiert wurden, da ich das Profil von Sigma schon bekommen habe. Und dementsprechend zeige ich euch heute Fotos ohne Profil, aber auch besonders mit Profil, da ich ein Verfechter davon bin, euch eher die Bilder mit Profil zu präsentieren. Fairerweise auch mal kurz ohne Profil, aber die meisten Bilder möchte ich euch mit Profil demonstrieren, weil nur so fotografiert ihr auch und am Ende bekommt ihr das, was ihr hier bei mir seht, denn niemand von euch schaltet seine Kamerakorrekturprofile aus oder die Lightroom-Profile. Dementsprechend zeige ich euch überwiegend korrigiertes Material, weil das halt einfach die Praxis ist. Niemand schaltet das aus. Ja. Hier sehen wir im Wald, das habe ich extra aufgenommen, einmal um Schärfe und Bokeh anzuschauen. Das ist eine Buchecker, glaube ich, also die Schale von einer Buchecker. Und auch hier ist so, ne, wir haben 200% Vergrößerung, dass ihr das auf dem Smartphone irgendwie so erkennen könnt, wie krass das ist. Das ist schon irrsinnig scharf und das Bokeh gefällt mir dabei ausgesprochen gut. Wobei wir hier so leichte chromatische Ausblutungen manchmal sehen. Das ist aber schon wirklich sehr, sehr dezent nur vorhanden. Jedenfalls für meine Begriffe. Bereits wenn wir jetzt auf eine F2 abblenden, seht ihr schon wieder einen weiteren Unterschied in der Schärfe. Das ist die F2, das ist die F1.1. Da geht die Schärfe nochmal nach oben und wir denken, das kann eigentlich gar nicht besser gehen. Wenn ihr dann aber auf eine F4 abblendet, dann seht ihr hier nochmal einen irrsinnigen Sprung und F4, das sei schon mal vorneweg geteasert, ist so die schärfste Einstellung, die ihr mit diesem Objektiv haben könnt. Also ich würde mal sagen, zwischen F4 und F6,3 habt ihr eine unglaubliche Schärfe und das Maximum an Schärfe, das ihr hier eben rausholen könnt. Aber hier nochmal für den Hintergrund und ich habe hier auch nochmal ein Bild unkorrigiert und da sehen wir bei einer F2 zu einem korrigierten Profilbild haben wir hier einen deutlichen Vignettensprung drin. Also Vignette, so viel sei schon mal vorneweg verraten, ist doch bei dem Objektiv sehr deutlich vorhanden beim unkorrigierten Bild. Beim korrigierten Bild ist das natürlich weg, aber wir müssen natürlich immer so ein bisschen berücksichtigen, dass wenn wir das später extrem vorantreiben und wir haben vielleicht schon ein hohes ISO-Rauschen im Foto, dann führt das dazu, wenn wir die Ecken aufhellen, dass da noch mehr Rauschen drin ist, weil das Objektiv halt von Haus auf noch dunkler in diesen Ecken ist. So, klassische Porträtsituation im Wald. Irgendein Mensch in der Hocke ohne gescheites Licht im Gesicht. Ja. Nein, aber ich habe den Test jetzt mal hier vorbereitet, damit ihr mal seht, wie das Bokeh wirkt. Ja, ich habe jetzt ungefähr einen Abstand zur Kamera von 2 Meter. Etwas über 2 Meter, 2,20 Meter vielleicht. Ja. Also so würde man jetzt vielleicht jemanden im Wald fotografieren und ich wollte euch jetzt einfach, klar, wir haben jetzt halt hier alles braun in braun, das ist jetzt halt jahreszeitbedingt, da können wir jetzt nichts machen, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie sich der Hintergrund verändert, denn ihr schaut jetzt durch die Kamera mit einem Bokeh einer Blende 1,4. Ja, und das kann ich jetzt hier fernbedient zumachen, also ich mache jetzt mal schlagartig zu auf eine Blende 8. Ja, und dann seht ihr ungefähr, wie das Objektiv bei einer Blende 8 aussieht. Gehen wir halt noch ein Stück weiter, geht die ISO halt ein bisschen hoch. Gehen wir auf eine Blende 11. Ich sehe hier auf dem Display, mein Auge wird erkannt. Das geht ja jetzt bei den neuen Kameras super cool. Also die App für die Bildübertragung und aber auch für die Fernsteuerung ist für die Modelle ab der Sony A7 IV aufwärts dann wirklich sehr, sehr gut geworden. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Es geht jetzt einfach mal ums Bokeh und ich gehe jetzt mal wieder zurück auf eine 1.4. Von Blende 11 geht das jetzt auf eine 1.4. Ist lustig zuzugucken, weil ich sehe ja hier durchs Objektiv hinein. Dann sieht man dann, wie die Blende so richtig krass aufgeht. Wenn ich jetzt mich mal hier hin setze, hat er das scharf gestellt? Ich glaube schon. Ja, sieht ganz gut aus. Mein Auge hat er jedenfalls erkannt. Und allein jetzt hier seht ihr schon, wie cool das aussieht. Ich kann das mal so machen. Jetzt seht ihr schon, das Smartphone halte ich ungefähr
Ja, ist halt jetzt auf automatische Helligkeit gestellt, deswegen geht er ein bisschen hoch runter mit der Belichtung. Wenn ich den Finger hebe, mit dem Beton geht er dunkler, weil mehr helle Bereiche reinkommen. Aber ihr seht, wie cool das aussieht, wenn man halt hier 50 cm was im Vordergrund hat. Also es geht ja nicht immer nur um Bokeh im Hintergrund, es geht auch um Bokeh im Vordergrund. Und das seht ihr halt jetzt hier auch ganz cool, wie das dann wirkt. Also ich bin jetzt ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter von der Kamera entfernt. Und ja, so wirkt das Bokeh, wenn ihr jetzt ein Porträt fotografiert. So, hier absichtlich mal ein unkorrigiertes Foto mit einer Blende 1,4 und ihr seht, wie drastisch diese Vignette tatsächlich ausfällt, wenn wir eben hier das Bild korrigieren. Und so sieht es eben unkorrigiert aus. Also wir haben hier eine wirklich sehr starke Randabschattung. Das muss auf jeden Fall hier dazu gesagt werden. Ansonsten hier achtet nochmal auf die Schärfe. Hier bei einer Blende 1,4, bei einer Blende 2, bei einer Blende 4. Ja, das ist das, was ihr zu erwarten habt. Also ohne Ende scharf. Diese ganzen feinen Details hier beim Moos. Wie gesagt, ich bin hier bei 200%. Also ich bin schon hier so ein bisschen unfair und zoome zu weit rein, aber das Objektiv ist einfach so scharf, dass ihr das halt auf kleinen Displays auch sehen müsst. Okay, kommen wir so ein bisschen in die Verzeichnung rein. Ihr seht hier korrigierte Profile. Das ist das, was ihr erwarten könnt, wenn ihr ein Foto damit später aufnehmt. Das ist die korrigierte Verzeichnung, also das ist das, wie ihr es auch fotografiert sozusagen. Ja. Hier auch dieser so eine Color Key Foto, wo ich nur das Rot und das Orange so ein bisschen stehen gelassen habe. Und auch hier seht ihr halt einfach das Rad von diesem Traktoranhänger und aber auch die geraden Linien im Foto. Die sind wirklich ganz, ganz toll. Aber was auch hier sofort ins Auge sticht, ist immer noch, obwohl das Bild korrigiert ist, eine leichte Vignette bei einer Blende 4. Ja, das darf man dabei nicht vergessen. Wir haben hier schon eine Blende 4 und wir sehen die Vignette immer noch. Ja, und so sieht das eben im Ernstfall aus. Ein nicht korrigiertes Bild sieht so aus. Wir haben hier eine deutliche Kissenverzerrung, ist jetzt aber auch nichts Aufregendes. Im Gegenteil, ich finde sie sogar sehr gleichmäßig. Die Linien sind gleichmäßig kissenförmig nach innen verbogen. Das habe ich schon schlechter gesehen bei anderen Objektiven, die dann hier leichte S-Kurven in den Linien sogar drin haben. Und das ist jetzt nichts Aufregendes. So sieht es dann korrigiert aus und da sieht man aber auch schon diese extreme Vignette, die hier nötig ist, herauszurechnen. Wenn wir uns dann diesen Bereich vom Bild in 200% mal hier ansehen, dann sehen wir, dass wir im Eck schon auf jeden Fall eine abnehmende Schärfe haben. Im Zentrum ist das aber noch wirklich extrem gut. Wir haben auch hier auf diesem Chart keine chromatischen Aberrationen, die sich ja gerne in den weiß-schwarzen Kanten hier brechen. Und das ist schon sehr, sehr fein. Okay, jetzt schauen wir uns mal die Schärfe in der Ecke hier oben an, hier bei einer 1,4. Das ist die Blende 2 und hier sehen wir halt, dass dieses Test, was ihr hier lesen könnt, das können wir mit einer Blende 2 noch deutlich besser lesen und das ist eben das, was ich meinte. Die Schärfe nimmt nochmal zu, auch wenn man das am Anfang gar nicht glauben mag. Übrigens nochmal zur Eckenschärfe, die finde ich gar nicht mal so übel. Hier bei einer Blende 1,4 muss ich sagen, dass die Schärfe natürlich gewohnheitsgemäß in den Ecken etwas abnimmt, aber das ist nicht schlecht, das ist nicht von schlechten Eltern. Also da habe ich schon Objektive gesehen, die hier deutlich mehr verlieren, sogar durchaus von Sigma mal. Und das, muss ich sagen, ist jetzt nichts, was ich negativ erwähnen würde. Also hier ist nicht gemessen, das ist meine subjektive Einstellung dazu, die ich euch halt hier versuche mit großen Bildern darzustellen. Aber wie gesagt, die Eckenschärfe finde ich jetzt gar nicht mal so übel. Vor allem bei einer Blende 2 ist die schon richtig, richtig gut. Und wenn wir da mal gucken, das springt einen natürlich an, wie scharf das ist. Ja? Wenn ich jetzt auf eine Blende 4 gehe, dann haben wir das Maximum erreicht. Hier seht ihr sogar von dem 400 dpi Testchart, das ist eine sehr hohe Auflösung, sogar schon die Druckpunkte, die Pixel, ja, das ist schon richtig gut und da haben wir in den Ecken so gut wie keinen Schärfenverlust mehr, aber was ich doch bei den Bildern immer wieder gesehen habe, wir haben immer noch bei einer F4 eine leichte Vignette oben im Eck. Bei einer Blende 8 nimmt das Objektiv in den Ecken auf jeden Fall auch im Zentrum 5% wieder ein bisschen ab oder 1%, ganz leicht geht die Schärfe dann wieder runter durch die Beugungsunschärfe. Und bei einer Blende 13 sieht man hier auch, dass die Beugung schon so ein bisschen von der Schärfe wieder schluckt, aber es ist natürlich ein extrem gutes Ergebnis. Und bei einer Blende 13 haben wir auf jeden Fall mehr Eckenschärfe, als wir es bei einer 1,4 hatten, denn das Test können wir jetzt immer noch einwandfrei lesen. Und da haben wir uns bei der 1,4
am Anfang hier in dem Eck doch schon noch ein bisschen schwer getan hier und bei einer Blende 2 ist das natürlich schon extrem gut. Dann hier eine klassische Aufnahmesituation, chromatische Aberrationen. Hier sehen wir deutlich chromatische Aberrationen bei einer Überbelichtung, bei einer f1.4. Diese nehmen aber dann ab. Könnt ihr natürlich auch ganz leicht korrigieren. Hier habt ihr das korrigierte Foto. Wenn das Profil dann geladen ist und die chromatischen Aberrationen aktiviert wurden, dann sieht das so aus und so ist die Linse aber ohne diese Korrektur. Also müsst ihr immer so ein bisschen berücksichtigen, das ist eine Überbelichtung, denn nur so können wir die provozieren. Wenn ihr mal guckt am Rand, müssten jetzt ja eigentlich noch mehr chromatische Aberrationen sein, aber hier nehmen sie wieder so ein bisschen ab, weil da eben die Wolken dunkler sind. Also diese chromatischen Aberrationen provoziert ihr natürlich nur sehr stark bei einer Überbelichtung. Also hier auf jeden Fall die Kirche im Dorf lassen und wie gesagt, das ist dann hier die korrigierte Version und dann seht ihr da nicht mehr viel davon. Aber es ist eben keine perfekte Linse, das möchte ich euch eben hier nur sagen. Sie ist natürlich leicht verzeichnet, sie hat eine deutliche Vignette und sie hat auch chromatische Aberrationen bei einer f1.4. Und das sieht man hier auch zum Beispiel bei einem unkorrigierten Foto ganz gut, wenn man so eine leichte Situation hier nur hat, da sieht man deutlich doch das Grün und Magenta so ein bisschen an dem Andreaskreuz hier. Und ja, das habt ihr zu erwarten. Hier aber auch ein schönes Bild, um mal zu zeigen, wenn ihr den Gegenstand nicht zu nah an euch ranlasst und jetzt hier mal in 5 Meter was fokussiert, was ihr dann doch noch für eine schöne Weichheit mit einer f1.4 in den Hintergrund bekommt. Ihr seht, der Zug ist deutlich weich gezeichnet, eben durch die offene Blende. So, jetzt machen wir noch schnell einen extremen Autofokus-Test. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, wie das aussieht. Das darf natürlich nicht spiegeln. Wenn ich vom Nahbereich, also ich fokussiere jetzt hier mal den Nahbereich, in den fernen Bereich fokussiere. Und ich mache das absichtlich diesmal ohne Bildschirmaufnahme. Also ich filme das direkt ab, damit es später wieder nicht heißt, oh, du hast ja den Rekorder dran gehabt und da könnte es sein, dass dann die Autofokusgeschwindigkeit der Kamera etwas langsamer ist. Und ihr seht bei einer f1.4, das ist natürlich jetzt absichtlich die extremste Blende, ist das Objektiv ganz zügig. Aber gefühlt, das ist jetzt natürlich subjektiv, gefühlt könnte es so ein Zahn schneller sein. Ist halt 1.4, ne? Da dauert das schon ein bisschen, bis der Fokus dann von ganz vorne nach ganz hinten landet. Vorne. Hinten. Ist natürlich nicht so elegant, als würde ich es mit dem Rekorder aufzeichnen, aber wenn das wirklich stimmt, dass der die Kamera langsamer macht, dann wollen wir das natürlich nicht. Gegenlichtverhalten. Marin und ich waren unterwegs und haben ein paar Lightpainting-Bilder aufgenommen. Hier so Amateur-Lightpainting-Bilder. Und ihr seht, was sehr erstaunlich ist, ihr seht zwei Dinge in diesem Foto. Zum einen seht ihr einen exzellenten Blendenstern, einen Sonnenstern, der mir sehr, sehr gut gefällt. Durch die 11 Blendenlamellen erhalten wir hier natürlich 22 Strahlen und die sind sehr, sehr, sehr ästhetisch. Also da muss ich wirklich, da bin ich voll des Lobes. Ja, was wir aber auch sehen ist, diese Sternchen, die ihr da seht, die erreichen wir nur, wenn wir mit einer Taschenlampe direkt in die Linse blitzen. Und was leitet sich daraus dann ab? Wir erkennen, dass wir ein exzellentes Gegenlichtverhalten haben. Denn wenn ich das jetzt mit so einer uralten Minolta-Gurke machen würde, dann hätten wir die buntesten Lensflares im Bild, weil ich direkt mit einer Taschenlampe in das Objektiv gezielt habe. Aber guckt mal dieses Foto an, da seht ihr keinerlei, und ich habe das mehrmals gemacht, ich kann euch auch noch das andere nochmal einblenden, da seht ihr keinerlei Lens, also nicht Flares, sondern diese Lensfehler dann einfach, diese Flares, die dann ins Bild kommen, wenn wir direkt mit einer Lampe ins Objektiv blitzen. Und da muss ich sagen, Hut ab, sehr, sehr gutes Gegenlichtverhalten, jedenfalls in diesem Test. Ja, ich habe es jetzt nicht gegen die Sonne geschwenkt, wie man das vielleicht noch machen würde, sondern wir waren jetzt hier mal im Dunkeln unterwegs. Kommen wir zu einem Fazit und zu Nachteilen, die ich sehe, oder zu neutralen Punkten oder zu Vorteilen, die ich an dem Objektiv sehe. Wir haben hier eine sehr gelungene Linse, aber sie hat auch ihre Schwächen und da sind wir schon bei den Nachteilen. Ich finde, die Vignette ist für ein Artobjektiv doch ziemlich deutlich vorhanden. Da war ich ein bisschen überrascht, da hätte ich mir gedacht, dass die ein bisschen dezenter ausfällt. Ebenso die chromatischen Operationen, die bei einem unkorrigierten Objektiv dann doch relativ deutlich vorhanden waren.
Natürlich lässt sich beides korrigieren, aber wir müssen natürlich auch erstmal drüber reden, wie ist es denn ohne die Korrektur. Der dritte Nachteil ist für mich so ein bisschen die Naheinstellgrenze. Ein 1:6,8 ist halt schon, ja, ne? Also 45 cm Naheinstellgrenze ist jetzt nicht gerade berauschend für einen 50er. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil das würde das Objektiv noch vielseitiger machen. Also dann habe ich eben nicht nur die Landschaft- und Porträtsituation und vielleicht die seltene Sternenfotografie, die wir vielleicht damit noch machen wollen, sondern dann könnte ich halt einfach auch nochmal ein Makro am Wegesrand aufnehmen, wenn es auch nur ein 1:2 Makro gewesen wäre. Das hätte mich eben gefreut. Das sind so die 3 Negativpunkte, die ich hier finde. Neutral sehe ich zum Beispiel die Fokusgeschwindigkeit. Hier wirbt ja Sigma damit, dass das jetzt viel, viel besser geworden ist. Und das ist auch so, wenn man das Ganze mit den bisherigen DSLR-Varianten von Sigma vergleicht. Wenn ich es aber jetzt mit Sony zum Beispiel vergleiche, sehe ich da keinen großen Unterschied. Also so, dass ich sagen würde, wow, das Sigma ist jetzt viel schneller geworden. Dementsprechend sehe ich die Fokusgeschwindigkeit hier, die ist top in Ordnung, aber die sehe ich jetzt hier eher neutral und weder als Vorteil noch als großer Nachteil, definitiv nicht. Ja, aber es ist halt irgendwie, ja, Sigma bewirbt das als super Sache, aber ich spüre es nicht. Ja. Ich spüre es natürlich zu den alten Varianten von Sigma, aber nicht zu vergleichbaren Objektiven auf dem Markt. Größe und Gewicht ist auch noch so ein Punkt. Also da, ja, das sehe ich auch neutral. Das ist jetzt weder Vor- noch Nachteil. Ich finde es hätte wahrscheinlich, also keine Ahnung, ich bin kein Konstrukteur, aber ich empfinde es mit seinen knapp 700 Gramm, was es hat, dann doch als ziemlich schwer. Aber ob das jetzt als Nachteil oder Vorteil zu gelten ist, will ich jetzt nicht bewerten. Dementsprechend auch hier eben der neutrale Punkt. Vielleicht hätte man es nochmal 5% kleiner gebracht. Ich weiß es nicht. Und was das gekostet hätte, weiß ich auch nicht. Aber ja, also das wollte ich auf jeden Fall nochmal so als neutralen Punkt ansprechen. Aber auch das Bokeh zum Beispiel, das finde ich jetzt auch neutral. Ich finde es weder schlecht noch besonders neuartig. Es ist eher so auf dem gewohnten Qualitätsniveau von der Sigma Art Serie. Aber jetzt auch nicht super besser als andere. Also zum Beispiel Hauptkonkurrent ist ja einfach der Sony-Hersteller in dem Fall. Sony macht hier einen genauso guten Job im Bokeh wie jetzt Sigma auch. Dementsprechend auch jetzt kein Riesenvorteil, sondern eher das, was man bei einem 50-1.4 Art Objektiv erwarten würde und somit ein neutraler Punkt. Ein Vorteil ist definitiv die große Ausstattung. Das ist bei Sigma Art Objektiven immer sehr lobend zu erwähnen. Wir haben nicht nur eine sehr schöne Gürteltasche dabei, sondern es ist auch abgedichtet. Wir haben einen D-Click-Knopf, wir haben einen belegbaren Knopf, wir haben einen AFM-Umschalter, wir haben eine gummierte Gegenlichtblende, die sich schön griffig eben mit dem Knopf auch entfernen lässt und wir haben hier drüben eine Sperre. Mehr geht nicht, ja. Blendenring habe ich, glaube ich, vergessen. Brauchen wir ja für die Sperre. Aber das ist auf jeden Fall einer der Vorteile. Sigma ist hier immer so Königsdisziplin in puncto Ausstattung. Als weiteren Vorteil gewichte ich hier eindeutig die Schärfe, die wirklich seinesgleichen oder ihresgleichen sucht, aber auch die wunderschönen Sonnen- und Blendensterne und das exzellente Gegenlichtverhalten. Ja, das wäre so mein Fazit. Ich hoffe, euch hat die kleine Vorstellung gefallen und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr schon ein 50er habt und mit welchen ihr bisher glücklich wart und ob ihr das interessant findet für euren L- oder E-Mount. Vielen Dank fürs Zuschauen, euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!